So, nochmal gucken, Christoph. Ja. Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Neben mir steht Christoph Messler. Ohne Christoph wäre GPS Triangel nicht möglich. Stimmt's? Nee. Das war vor 16 Jahren, als wir das begonnen haben. Ja. Ja, genau. Und damals war das so auf dem iPad. Und erzähl mal was über die Geschichte. Also eigentlich der iPad war eigentlich schon die zweite Generation. Ja. Zuerst war mal der Palm Pilot Ja. mit einem Originalprogramm, das die Segelflieger benutzen. Damit haben wir die ersten Dreiecksflüge gemacht. Ich hatte damals auch ein System entwickelt mit der ersten GPS, mit dem ersten Rückkanal, dass das alles da zum Piloten runterkam, und das war sehr, sehr rudimentär. Ja. Hatte aber das Glück, dass wir dann in einem Segelfluglager von Uli Nievenecker gerade 10 Interessenten fanden, die das toll fanden. Ich konnte die 10 Systeme zusammenbasteln und von da weg ging es eigentlich los. Ja. Das System, was ich kenne, ist noch das 433 mit Bluetooth-Schnittstelle an einen iPad. Ja. Da gibt es Funktionen drin, die vielleicht heute nicht mehr so drin sind, wie zum Beispiel auch das Erfliegen der Polare, was zum Beispiel das Sollfahrtfliegen einen Spaß machen könnte. Man sieht ja hier, dass es ja sehr wichtig ist bei diesen heutigen Kisten. Die werden ja auch immer besser. Nicht nur deine Software, die du gemacht hast, die ist ja hervorragend, jetzt auf Android-Basis. Ja, ne? genau. Erzähl mal so ein bisschen über die Geschichte, wie wird es programmiert, wie wird es gemacht? Also eben, du hast es schon gesagt, das wurde auf Android programmiert, und da gibt es eigentlich eine Applikationsumgebung, Entwicklungsumgebung, das Android Studio. Darin wurde das entwickelt, und eigentlich konnte ich gar nichts vom alten Code übernehmen. Das ist auch der Grund, wieso vielleicht noch nicht so viele Features im Moment drin sind, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Ich habe wirklich von Grund auf alles neu gemacht. Ja, ihr müsst euch mal überlegen, er sitzt da Tausende von Stunden dran, ja, programmiert alles um, und was er da bekommt, ist einfach ein ganz kleiner Beitrag, der überhaupt nicht passen kann. Deswegen einfach nochmal dein Enthusiasmus und noch vielen Dank. Ohne dich wäre das alles nicht möglich. Ja? Dankeschön, Stefan. Ja, aber es geht ja trotzdem weiter. Jetzt erzähl Genau. noch mal weiter mit Android. Eben Android, und ja, was soll ich da noch weiter erzählen? Da gibt es einfach Stunden, die da dran sitzt. Dann auch natürlich die ganze Testerei ins Flugzeug rein, in die Luft, und zu schauen, ja, das geht nicht. Und du hast es schon erwähnt, eben, es sind nicht mehr diese Features, die wir früher gehabt haben. Ich habe einfach festgestellt, das Polarenfliegen, das wäre auch mein Traum. Ready fliegen und so weiter, aber Polaren da bei diesen Flugzeugen zu erfliegen, ist eigentlich fast unmöglich. Ja, aber wenn sie empirisch erflogen werden, können sie auch so angenommen werden, oder? Ja, aber wann fliegen wir eigentlich schon bei wirklich ruhiger Luft? Auch morgens früh kann ich hochgehen, und da kann einfach die ganze Luft, wenn das nur 20, 30 cm steigen hat, stimmen die ganzen Polaren nicht. Ja, aber man kann ja ein Average daraus machen, oder? Könnte man, und das habe ich eigentlich früher gemacht, Ja. und das hat schon ein gewisses Bild gegeben, Ja. aber für mich war es zu wenig genau, dass man wirklich sagen kann, nach dieser Polare kann ich jetzt fliegen. Okay. Was ja interessant ist, die Software ist ja individuell sozusagen auf die Hardware zu sehen. Und welche Hardware kann man denn so alles so anschließen? Also wir haben hier doch 2, 3 Systeme. Also einerseits mal das Flymate, das neue System. Ja. Was zeichnet das aus? Das ist dann einfach die direkte Funkstrecke, das ist unabhängig von der Fernsteuerung, also nicht auf dem Rückkanal. Die anderen Systeme basieren eigentlich ausschließlich auf dem Rückkanal, das ist das Yeti-System. Da haben wir direkt einen Rückkanal, Viatronic natürlich, das es leider nicht mehr gibt. Und dann gibt es dieses Standalone-System noch von Andrei mit dem T3000. Das ist dann eine eigenständige Funkstrecke auch, hat aber eigentlich den Nachteil heute, dass damit erst nach dem Wettbewerb nochmals eine Auswertung gemacht werden muss, weil das Gerät selber kann die Auswertung nicht vornehmen, das geht nicht. Du kannst fliegen damit, Ja. hast eine Wertung, aber musst es zusätzlich noch über Android Sky Navigator auswerten. Wir konnten gestern sehen, dass der Florian Schambeck einen Zettel ausgefüllt hat. Da waren Startzeit und Einfluggeschwindigkeit und so ein Code zum Schluss. Genau. Nicht? Und den gibt man dann ab, anstatt die Software ab, oder? Anstatt die Software, auch es gibt kein Log, das wir abgeben, sondern wir geben im Prinzip einfach die erflogenen Parameter, also eben die Flugzeit, die Geschwindigkeit, die Anzahl Dreiecke, Startzeit und so weiter. Und über diesen 6-stelligen Code ist eigentlich alles geschützt.
Das heißt, ich kann nicht anstatt 6, 7 Dreiecke schreiben, dann stimmt einfach dieser Checkcode nicht. Ja, und dieser Checkcode ist einfach ein ganz geheimer Code, den kennst nur du und vielleicht noch ein paar Eingeweihte. Nee, auch nicht, den kennst nur du. Ja. Und deswegen ist die Sache absolut safe. Ja. Lieben Dank, Christoph, dass du uns so eine schöne Hobby-Sparte aufgemacht hast. Ja, ich hoffe, das lebt noch lange weiter und beziehungsweise kann noch mehr in die Breite wachsen. Da sind sie. Ja, genau. Und zum Schluss, lieber Christoph, Modellfliegen ist Spitze. Ja, so ist es.